Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. Jeder von uns kennt das Problem. Wir behalten eine bestimmte Webseite im Auge und erwischen uns am Ende doch dabei, wie wir ständig manuell auf Aktualisieren drücken. Mal warten wir ungeduldig auf eine neue Softwareversion, mal auf die Verfügbarkeit eines Produkts oder auf wichtige Änderungen in einer Dokumentation. Das Ganze kostet unnötig Zeit und ist zudem ziemlich unzuverlässig, wenn man mal einen Tag nicht nachschaut. Genau für dieses Szenario schauen wir uns heute Change Detection an. Wir bauen uns eine lokale Überwachung mit Docker Compose auf. Am Ende läuft dieser Stack auf eurem Server, wobei Benachrichtigungen zum Beispiel per SMTP in eurem Postfach landen. Zuerst richten wir den Container ein und testen im Anschluss die Funktionalität. Wichtig ist hierbei, dass der entscheidende Teil nicht nur das reine Starten des Containers ist, vielmehr zeige ich euch, wie wir die Überwachung so konfigurieren, dass ihr nicht von Fehlalarmen überflutet werdet. Change Detection ist im Kern ein Dienst, der Webseiten in festen Abständen für euch abruft und gezielt nach Veränderungen sucht. Das kann ein simpler Text auf der Startseite sein oder wir picken uns ganz spezifisch nur einen kleinen Bereich heraus. Was ihr für die Umsetzung braucht, ist ein Server mit Docker und Docker Compose. Ich nutze jetzt hier in diesem Video meinen Ugreen-NAS, mit dem ich mich hier verbunden habe. Das erste, was ich mache, ist, ich gehe in meinen Ordner Docker und richte hier einen neuen Ordner für Change Detection an. Falls ihr nicht wisst, wie man ein Ugreen-NAS für sich einrichtet, schaut euch dazu mein anderes Video an. Aber natürlich könnt ihr auch so ein Gerät wie ein Raspberry Pi oder ein VPS benutzen. Als nächstes besuche ich die Seite changedetection.io. Hier sehe ich auch die Verlinkung zum GitHub Repository. Hier gehe ich mal hin und ich lande in dem Repository. Hier ist beschrieben, wie man das Ganze starten kann, aber ich nehme jetzt hier einfach die Docker Compose YAML und schaue mir das hier an. Und was ich hier brauche, ist dieser Code. Und diesen Code füge ich hier in Docker in ein neues Projekt ein. Also ich erstelle das Projekt Change Detection und wähle als Speicherpfad den Ordner aus, den ich gerade erstellt habe. Und ich füge jetzt hier den Code ein. Und dieser Code besteht hauptsächlich hier aus einem Image, was von der GitHub-Seite geladen wird. Also hier kann ich zu dem Packages gehen und hier sehe ich das Package changedetection.io und der letzte Tag ist momentan die Version 0.54.5. Das heißt also in meinem Fall, ich könnte auch hier eingeben mit Doppelpunkt, dass ich spezifisch die Version 0.54 benutzen möchte. Damit habe ich momentan auch die neueste Version, aber ich kriege nicht automatisch ein Update. Das heißt, in Abhängigkeit davon, wie wichtig euch dieser Dienst ist, solltet ihr vielleicht nicht Latest benutzen. Weil wenn ihr hier nichts festlegt, ist es so, als würde hier Latest stehen. Ich nutze jetzt mal 0.54. Das heißt, wenn bei euch irgendwas nicht klappen sollte, wie bei mir im Video, dann könnt ihr auch auf 0.54 stellen und benutzt die gleiche Version wie ich in diesem Video. Als nächstes sehe ich, dass hier ein Named Volume vorhanden ist und es wird hier Change Detection-Data genannt. Ich möchte hier einfach einen Bindmount benutzen. Das heißt, ich gebe hier einen ./data. Dann soll das gespeichert werden, was sich im Datastore befindet. Falls ihr grundlegende Probleme mit Docker habt, schaut euch gerne meine Videoreihe dazu an. Das heißt, in diesem Ordner Change Detection erstelle ich mir hier den Ordner namens Data und dort sollen halt die Sachen gespeichert werden. Das heißt aber auch, ich lösche hier die Definition der Volumes, weil ich sie nicht mehr benutze. Hier kann man noch sehr viele Sachen einstellen, zum Beispiel hier eine Proxy-Liste und hier gibt es die Umgebungsvariablen. Ich kann hier den Log-Level festlegen und das möchte ich jetzt auch mal machen. Ich kommentiere Environment hier rein und im Environment kommentiere ich auch den Logger-Level ein und den möchte ich nicht auf Debug Default haben, sondern ich möchte hier mein Logger-Level soll auf Info stehen. Meistens ist auch Warning völlig ausreichend, weil alles, was weniger kritisch ist, will man sowieso nicht lesen.
außer irgendwas funktioniert nicht. Also falls man auf Probleme stößt und mehr Log haben möchte, kann man hier Debug oder Trace einstellen, dann wird man mit dem Log überflutet. Hier kann ich mir zusätzliche Plugins installieren. Damit habe ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich beschäftigt. Deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen. Hier kann ich auch Playwright auskommentieren, falls ich Playwright benutzen möchte. Hier unten gibt es auch noch zum Beispiel den zweiten Dienst, den Browser Sockpuppet Chrome. Damit kann man dann wirklich einen Browser daneben starten und die Webseiten verhalten sich einfach ein bisschen anders in einem echten Webbrowser als so, wie das jetzt standardmäßig abgerufen wird. Das erhöht aber die Systemanforderungen und im Normalfall reicht es vielleicht aus, das ohne das Ganze zu machen. Das heißt, ich lasse jetzt hier den Browser Sockpuppet Chrome aus und ich ändere hier auch die ganzen Einstellungen nicht. Was ich hier sehe, sind die Ports. Die sind wichtig. Hier wird der Port 5000 gebunden und wenn der Port 5000 bereits belegt ist, dann könnt ihr hier auch einen anderen Port eintragen. Zum Beispiel den Port 5001. Dann habe ich hier noch die Restarting Policy auf Understopped, dass der Container immer wieder startet. Und das war es auch schon. Mehr muss ich nicht machen. Also ich habe jetzt hier Change Detection mit einem Image, mit einem Containernamen, mit dem Hostnamen. Auch den müsste ich nicht festlegen, weil der standardmäßig bereits so ist. Ich habe hier ein Volume mit einem Data Store und das wird gespeichert in dem Ordner Data. Und hier habe ich dann den Port 5001 freigegeben. Ich habe eine Restarting Policy auf Unless Stopped und das war's. Den zweiten Dienst nutze ich jetzt erstmal nicht und ich drücke hier auf Bereitstellen. Und jetzt wird das Image heruntergeladen. Das kann ein bisschen dauern, sollte aber eigentlich recht schnell gehen, sind nur 314 Megabyte. Die Container sind jetzt gestartet und was ich jetzt mache, ist zu der IP-Adresse meines Servers zu gehen, also meines Ugreeners. Und ich gehe hier zum Port 5001. Und ich sehe hier, die Verbindung ist fehlgeschlagen. Und jetzt kann es an zwei Sachen liegen. Entweder der Container ist noch nicht gestartet. Das kann ich mir hier angucken, indem ich zu den Containern gehe und hier auf Protokoll klicke. Und hier sehe ich nichts allzu Ungewöhnliches im Log. Es kann aber auch daran liegen, dass ich einfach den Container nicht erreiche. Ich drücke nochmal auf Aktualisieren. Die Verbindung ist fehlgeschlagen. Ach so. Ja, natürlich ist die fehlgeschlagen. Ich drücke hier nochmal auf Beenden und gehe jetzt nochmal in die Einstellung. Beziehungsweise hier in den Einstellungen sehe ich die Compose-Konfiguration. Und was ich hier bei den Ports ändern muss, ist hier dieses 127001. Das lösche ich. Das heißt also, ich gebe hier einfach den Port 5001 frei und leite den weiter an den Port 5000 im Container. Und jetzt drücke ich hier unten auf Neu bereitstellen. Jetzt drücke ich nochmal auf Bereitstellen. Jetzt wurde der Container neu erstellt. Und ich drücke jetzt hier nochmal auf Aktualisieren. Und diesmal sehe ich, dass ich Change Detection erreichen konnte. Hier sehe ich als zwei Testdaten einmal die Hacker News und einmal Change Detection den Changelog. Hier sehe ich die Vorschau und in der Vorschau sehe ich den kompletten Text der Seite. Und dieser Text, sobald er sich ändert, werde ich eine Benachrichtigung bekommen, wenn ich Benachrichtigung eingestellt habe. Das heißt also, was ich hier als erstes mache, ist zu den Einstellungen zu gehen. Und in den Einstellungen ist das Wichtigste, dass ich hier Benachrichtigungen bekomme. Beziehungsweise, was ich als erstes machen sollte, falls sich Change Detection irgendwo anders befindet als in meinem Heimnetzwerk, sollte ich hier ein Passwort festlegen. Also ich gebe hier mal ein Passwort ein und drücke auf Speichern. Und jetzt sehe ich, der Passwortschutz ist aktiviert und ich muss mich jetzt hier bei Change Detection anmelden, um die Sachen sehen zu können. Jetzt gehe ich nochmal in die Einstellung und hier standardmäßig ist das Überprüfungsintervall auf 3 Stunden eingestellt. Das kann ich aber für jede Seite auch anders planen. Hier gibt es auch einen Zeitplaner. Das heißt, man kann noch genauer festlegen, wie das Prüfintervall standardmäßig sein soll. Diese Einstellung ist wichtig. Es darf 6-mal hier irgendwas auf der Seite fehlen, wonach man sucht. Dann wird ein Fehler als Benachrichtigung gesendet. Was ich jetzt machen muss, ist in die Benachrichtigungen zu gehen. Hier bei den Benachrichtigungen gibt es ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel über SMTPS.
Benachrichtigungen zu senden. Hier kann man unterschiedliche Dienste benutzen. Also am besten ist natürlich, man hostet sich selbst ein. Wenn man aber keinen hostet, kann man SMTP2Go, glaube ich, benutzen, wobei ich das auch schon lange nicht mehr verwendet habe. Ich nutze jetzt hier in meinem Fall Maileroo. Das ist ein SMTP-Relay. In der Beschreibung findet ihr auch einen Affiliate-Link dazu, aber dieses Video ist hier nicht gesponsert von Maileroo. Also was man hier benutzen kann, sind die AppRise Benachrichtigungs-URLs. Und hier seht ihr in dem Repository Karnock AppRise, was für Möglichkeiten ihr alles habt. Also hier gibt es wirklich sehr viel. Ihr könnt zum Beispiel auch die Signal API benutzen oder auch den Synology Chat oder WhatsApp und so weiter. Und weiter unten seht ihr hier auch die E-Mail-Benachrichtigung. Die nutze ich jetzt mal und hier gibt es MailToss. Das hier kopiere ich mir und füge das Ganze hier ein. Und hier habe ich dann den User, meine User-ID. Irgendwie glaube ich, dass das so nicht funktionieren wird. Aber um das zu testen, gibt es hier den Button Testbenachrichtigung senden. Da drücke ich auf. Da steht, das sei nicht eine gültige AppRise-URL. Jetzt ändere ich hier nochmal, vielleicht ist das hier falsch. Ich mache mal hier nur Change Detection, Passwort, Add und meine Domain. Ich drücke nochmal Testbenachrichtigung senden, aber ich kriege hier eine Socket Exception Connection Refused. Und da ist natürlich die Frage, warum wurde das refused? Und ich gehe jetzt hier nochmal rein. Ich habe jetzt ein bisschen umgestellt. Die richtige URL dafür ist mailtoss smtp.maileroo.com. Dann gebe ich Parameter weiter und zwar als User gebe ich hier mein Change Detection at pixam.de ein und dann gebe ich auch mein Passwort ein, was ich mir hier erstellt habe über die SMTP-Accounts. Ich habe hier meine Domain mit Maileroo verbunden und habe jetzt hier einen SMTP-Account erstellt und diesen kann ich jetzt nutzen. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, wo diese E-Mail hingegangen ist. Wahrscheinlich nirgendwo. Dann habe ich hier noch weitere Optionen, die ich festlegen kann. Abrufen, globale Filter, UI-Optionen, API-Access kann ich hier einstellen. Ich kann hier mir einen RSS-Feed anlegen. Ich kann hier ein Backup erstellen. Also wenn ich auf Backup erstellen drücke, kriege ich hier eine ZIP-Datei, die kann ich herunterladen und dann kann ich die später auch wieder herstellen, was ganz nützlich ist. Ich kann hier Datum und Uhrzeit festlegen, also bei mir ist hier Europe Berlin festgelegt. Ich kann hier für Captchas bestimmte Proxys festlegen und dann gibt es auch noch die Info. Das war es eigentlich auch. Ich bin mit meinen Benachrichtigungen noch nicht zufrieden, weil die sind jetzt wieder weg. Ich kopiere mir das hier nochmal, füge das hier ein, ich gebe das hier nochmal ein und jetzt drücke ich hier auf Testbenachrichtigung senden, das funktioniert und ich drücke auf Speichern. Und die Einstellungen sind jetzt gespeichert. Ich frage mich nur, wo ist jetzt diese E-Mail hingegangen? Und vielleicht kann ich hier auch noch festlegen mit einem Und-Zeichen to, wo das Ganze hin soll. Jetzt habe ich das noch einmal verändert. Man muss den Parameter from festlegen. Ich habe jetzt hier festgelegt den Namen und die E-Mail, von der das Ganze gesendet wird. Ich speichere die Einstellung. Ich gehe jetzt hier zur Hauptseite und kann hier Überwachung hinzufügen. Also zum Beispiel kann ich hier die Homepage von deploy.de überwachen und dann kann ich die hier eintragen und dann drücke ich Überwachen und schon wird diese Seite überwacht. Das heißt also, ich kann jetzt hier in der Vorschau gucken, welcher Text genau gespeichert wurde und wenn jetzt irgendwas an diesem Text verändert wird, dann bekommt man eine Benachrichtigung. Und zwar kann ich hier jetzt nochmal auf Bearbeiten gehen und kann auswählen, wie oft soll das Ganze hier aktualisiert werden. Momentan werden die globalen Einstellungen verwendet, also alle 3 Stunden. Ich kann aber auch hier sagen, ich möchte nur einmal am Tag das Ganze mir hier angucken. Dann sehe ich hier die Anfrage. Ich sehe hier auch nochmal die Benachrichtigung. Also falls ich hier eine andere Benachrichtigung haben möchte als die systemweite Benachrichtigung, kann ich mir hier was anderes auswählen und das Ganze auch irgendwie anders strukturieren. Das Problem an dieser Seite ist jedoch, wie wir hier gesehen haben, also ich gehe nochmal hierhin zurück und gehe in die Vorschau, wenn ich diese Seite wirklich überwachen wollen würde,
dann würde mich zum Beispiel nicht hier dieser Footer interessieren. Hier ändert sich ab und zu die Zeit, zu der diese Webseite neu generiert wurde. Die sagt aber jetzt nicht aus, ob sich irgendwas auf der Homepage selbst geändert hat oder wenn sich hier irgendwo im Header ein Name geändert hätte, dann wäre es auch eher unnötig, darüber informiert zu werden. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich gehe auf diese Seite und gucke mir hier unter Untersuchen den Code der Seite an. Und in dem Code sehe ich jetzt zum Beispiel, ich habe hier den Body Tag, ich habe hier den Main Tag und im Main Tag sehe ich hier diesen Div. Und dieser Div ist im Prinzip das, was mich interessieren könnte. Oder ich habe hier meine Tools und ich möchte nur über die Tools informiert werden, falls sich hier irgendwas in diesem Bereich ändert. Also ich sehe hier, ich habe die Section mit der ID Tools und das kann ich nutzen, um darauf zuzugreifen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in Change Detection zum Bearbeiten und hier habe ich Filter und Trigger. Und ich kann jetzt hier einzelne Elemente entfernen, falls die stören. Und jetzt kann ich hier CSS-Path angeben. Also ich drücke mal hier auf Vorschau aktivieren. Jetzt sehe ich hier die Seite und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte nur den Body sehen. Jetzt drücke ich da raus und dann sehe ich, dass sich nichts geändert hat. Aber ich habe jetzt auch vergessen, ich sehe jetzt hier zum Beispiel den Tag Main. Also wenn ich den jetzt hier zum Beispiel eingebe und sage hier, ich möchte Main sehen, dann sehe ich meinen Header und meinen Footer, die sind beide verschwunden. Wenn ich diesen Teil hier sehen möchte, dann kann ich mir hier die Section mit der ID Tools auswählen. Also gebe ich hier einfach ein Section #Tools und dann sehe ich nur noch die Tools. Also alles andere, was sich auf der Seite ändert, wird nicht mehr dazu führen, dass hier eine Benachrichtigung ausgelöst wird. Und jetzt kann ich das Ganze hier speichern und dann sehe ich im Verlauf, dass sich vieles geändert hat. Es hat sich einfach viel geändert, weil ich die Filter anders gesetzt habe und dadurch der komplette Text jetzt anders ist. Aber normalerweise sieht man dann halt, was alles verschwunden ist und was alles neu dazugekommen ist. Und man sieht es dann halt in der richtigen Zeile und nicht einen ganzen Block untereinander. Ich zum Beispiel schaue mir oft an, ob es irgendwas Neues im Changelog von Excel gibt, weil ich Excel viel bei der Arbeit nutze. Also ich sehe jetzt hier die Release Notes für den Monthly Enterprise Channel und diese URL, die kopiere ich mir und füge sie jetzt hier bei Change Detection ein und drücke auf Überwachen. Und jetzt habe ich hier die Seite und jetzt drücke ich hier auch nochmal auf Bearbeiten und ich sehe hier bei Filter und Trigger, dass viel Text geladen wird und auch hier brauche ich nur das, was sich hier in diesem Kasten befindet. Also ansonsten, wenn jetzt hier dieser Cookie-Banner den Text ändert oder hier oben irgendwas anderes geändert wird oder Sie hier weitere sinnlose AI-Funktionen hinzufügen, dann möchte ich keine Benachrichtigung dazu bekommen. Das heißt, ich gehe auf Untersuchen, gehe hier zu diesem Teil und ich sehe hier, das ist der Div mit der Klasse Content und das Ganze befindet sich in einem Div und zwar im Prinzip befindet sich das alles in dem Tag Main. Also wenn ich hier Main nehme, dann gucke ich mal, wie weit das runtergeht. Dann ist der Unterschied zwischen Main und diesem leeren Div, dass hier auch noch diese Additional Resources drin sind. Also wenn ich es mir einfach machen möchte, kann ich jetzt hier einfach sagen, ich möchte Main haben. Also gebe ich hier einen Main. Damit verschwindet schon mal ein Teil. Und dann sehe ich hier zum Beispiel den Article Header. Den brauche ich auch nicht. Das heißt also, ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, Elemente entfernen. Und jetzt gebe ich hier mit dem Hashtag heißt ID Article-Header möchte ich entfernen. Jetzt klicke ich wieder raus und ich habe das natürlich falsch geschrieben, deshalb hat sich nichts geändert. Article-Header, jetzt klicke ich wieder raus
Und jetzt hat sich was verändert. Also das Ganze fängt jetzt an mit Table of Contents, Exit, Editor Mode und dann kommt Node und so weiter. Ich kann hier auch noch mehr Einstellungen vornehmen. Also hier kann ich mit Regex auch bestimmte Zeilen extrahieren und so weiter. Aber so genau möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Ich hätte jetzt hier schon mal dafür gesorgt, dass der Content, den ich überwache, deutlich kleiner ist, als wenn ich wirklich die komplette Seite nehme. Ich kann auch hier unten diesen Teil hier wieder rausnehmen. Also wenn ich hier hingehe, sehe ich hier Additional Resources Mobile. Die versuche ich jetzt auch mal rauszunehmen. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich geklappt hat. Und es scheint jetzt jedenfalls weg zu sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Feedback jetzt herkommt. Das scheint von irgendwo anders zu kommen. Hier ist eine Feedback-Section. Die kann ich auch entfernen. Also hier Site User Feedback Footer. Das kann ich dann auch nehmen und auch hinzufügen zum Entfernen. Jetzt sehe ich auch hier unten, dieser komische Footer ist weg. Und so ist die Seite schon deutlich aufgeräumter. Und jetzt kann ich das Ganze speichern. Damit wird mir jetzt hier angezeigt, hier dieser Text oben ist verschwunden und dieser Text unten ist verschwunden. Und so sieht eigentlich normalerweise auch eine E-Mail aus. Das heißt also, es werden neue grüne Balken angezeigt und rote. Und so sieht man, was sich an einer Seite geändert hat. Hier könnt ihr jetzt natürlich hinzufügen, wie das Ganze gruppiert werden soll, damit ihr hier verschiedene Gruppen habt. Ihr könnt viele verschiedene Webseiten festlegen. Ihr könnt verschiedene Benachrichtigungen definieren und so weiter. Damit ist jetzt eure selbst gehostete Webseitenüberwachung einsatzbereit. Wenn ihr das Ganze jetzt direkt nachbaut, empfehle ich euch nicht sofort mit 10 Seiten gleichzeitig zu starten. Für den Anfang lieber eine wichtige Seite nehmen und zu gucken, wie man den Filter präzisieren kann und so weiter. Und danach sollte man den SMTP-Versand oder den Benachrichtigungsversand wirklich testen. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, bei welchen Webseiten ihr eine Überwachung als sinnvoll erachtet. Passt jedoch auf, wenn ihr eine komplette URL in den Kommentar eingibt, blockiert YouTube oft euren Kommentar. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Themen euch noch so interessieren. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Truth keeps dodging questions, you light up the proof.